Spätestens nach dieser Einführungsmusik weiß auch der Letzte, um wen es sich handelt. Also falls ihr Bock habt, bleibt dran. Hey Leute, heute zeige ich euch Mario und Luigi, beziehungsweise Mario. Ich habe so viel Videomaterial, dass ich 2 Videos davon gemacht habe. In diesem Teil geht es um Mario. Als erstes habe ich angefangen, nachdem ich alle Teile schwarz geprimed habe, mit weiß erstmal überzulackieren. Achtet bitte darauf, wenn ihr weiß macht, dass ihr die ganze Statue nicht voll klatscht mit weiß, sondern auch ein bisschen schwarz noch dazwischen lässt. Das gibt später dann eine geile Schattierung. Danach bin ich mit einem dunklen Blau drüber gegangen und ganz zum Schluss habe ich von Citadel dieses Kontrast Red Ball genommen. Oder hieß es Ball Red? Ich glaube letzteres. Bitte macht das nicht so wie ich jetzt hier gerade. Es sei denn, ihr habt das Händchen dafür. Klebt am besten die blaue Jeans ab und malt oder besprüht dann das Rote dann auf das Hemd. Ansonsten, das könnt ihr auch, wenn ihr genauer hinguckt, seht, übermalt ihr leicht dann die Ecken und versaut euch somit die Jeanshose. Als nächstes habe ich die Mütze gemacht. Gleiche Prozedur wie die Hose. Einmal weiß drüber, nicht voll klatschen, immer noch Schattierungen drinnen lassen und zum Schluss mit dem gleichen Rot wie fürs Hemd rübergehen. Also das M, das braucht man wirklich nicht sprühen. Das kann man auch mit einem Pinsel machen. Ich hatte aber noch Farbe in der Airbrush-Pistole und habe das dann einfach mal gesprüht. Und hier seht ihr, was passiert, wenn man leicht drüber malt, dann muss man natürlich nacharbeiten. Also habe ich die ganzen Ecken von der Jeanshose nochmal mit einem feinen Pinsel nachbearbeitet, so dass man nichts mehr von dem Roten im Nachhinein sehen konnte. Die Henkel von der Latzhose, die habe ich dann mit dem Pinsel bemalt. In dem gleichen Blau, das geht dann am einfachsten um. So, jetzt kommen wir für viele zu dem wichtigsten Part, den Hautton. Als erstes habe ich weiß gemacht, von oben nach unten. Danach habe ich mit so einem Pink, Lila, kann man sagen, erstmal das ganze Gesicht voll gesprüht und danach den ersten Farbton. Alle Schichten von oben nach unten, so wie das Licht auch ins Gesicht reinfällt. Als nächstes habe ich so einen rötlichen Ton genommen. Das habe ich dann von unten nach oben gesprüht, also da nur, wo die Schatten sind, aber nur ganz wenig. Ganz zum Schluss habe ich diese beiden Hauttöne genommen, zusammengemischt und dann die Highlights am Gesicht damit gemacht. Also nur dort, wo das Licht einfällt, reinfallen würde. Danach habe ich mit Carroburg Crimson von Citadel die Schattierung vom Rot gemacht. Also wenn man die Farbe so sieht, sieht man nicht, dass es jetzt rot wäre, aber es kommt wirklich so ein dunklem Rot nach und der Effekt ist echt gut. Auf der Mütze habe ich es auch gemacht, beziehungsweise ich habe es überall dort gemacht, wo eben rot ist. Danach ging es schon los. Mario hat ja viel weiß. Handschuhe, Ärmel, dementsprechend fing ich dann damit an, mit Feinpinsel alles nachzumalen.
Beim M solltet ihr euch echt Zeit lassen. Also nicht, dass ihr euch das Rot dann auch wieder versaut. Also wirklich einen feinen Pinsel nehmen, sich Zeit lassen und dann langsam alles bemalen. Jetzt geht's an die Rohrzange von Mario. Teil davon habe ich dann rot bemalt, im gleichen Rot, also im gleichen Citadel Ball Red wie das Hemd und die Mütze, damit es auch zusammenpasst. Und den Rest der Rohrzange habe ich mit dieser Metallfarbe von Vallejo bemalt. Die kommt ziemlich gut, deckt gut ab. Das war ziemlich einfach. Oh je, die Schuhe. Da konnte ich euch eine Geschichte erzählen. Ich wollte die Schuhe ursprünglich braun und dann so eine die Sohle sollte so eine Sandfarbe haben. Also habe ich die Schuhe vorher komplett weiß besprüht und dachte mir, okay, fängst mit der Sohle an, also mit dem unteren Part und versuchst eine Sandfarbe. Und ich teste ja immer gerne neue Farben aus. Ich habe 3-mal diese ganze Prozedur gemacht. Und ich habe jedes Mal irgendwie eine Farbe erwischt, die nicht gut gedeckt hat. Das sah nur absolut aus. Also habe ich mich zum Schluss entschieden, machst den ganzen Schuh schwarz und machst so eine Lederoptik. Und das ist das, was ihr hier jetzt gerade seht. Schuh komplett schwarz gemalt, dann mit der Lederfarbe drüber gebrusht. Da braucht ihr gar nicht so vorsichtig sein, da könnt ihr ein bisschen mehr machen, weil es ist ein sehr dunkles Braun. Und wenn ihr dies fertig habt, dann geht ihr nochmal mit dieser roten Lederfarbe drüber. Da solltet ihr schon ein bisschen vorsichtiger sein beim Brushen, weil die deckt sehr gut. Und das gibt echt einen Mega-Effekt. Und zu guter Letzt einmal Hochglanz versiegeln. So wie ich es hier gerade mache, dann glänzen die Schuhe extrem. Und der Effekt kommt noch besser zur Geltung. Als nächsten Schritt habe ich dann angefangen, die ganzen Haare von Mario zu bemalen. Dafür habe ich ein dunkles Braun genommen. Was soll man da großartig sagen? Einen feinen Pinsel und vorsichtig bemalen. Beim Bart, falls ihr das mal nachmachen wollt, das solltet ihr echt aufpassen, weil der ist schwierig zu bemalen, obwohl er gar nicht so aussieht. Als nächsten Schritt ging es auch dann gleich weiter mit den Augen. Dazu habe ich weiß und grau gemischt und habe damit dann das Augenweiß bemalt. Bei diesem Prozess müsst ihr euch Zeit lassen. Habe mich für einen Crystal Blue entschieden und habe damit erstmal die Pupillen damit bemalt. Obwohl ich kann diese Statue jedem empfehlen, der Anfänger ist und ein bisschen üben möchte. Die Augen sind groß, also das vereinfacht einiges. Also wenn ihr Beginner seid, sucht euch so welche Statuen aus, dann könnt ihr dran üben.
Schluss die Pupillen angemalt. Und dann ging es schon mit Marios Szene weiter. Da habe ich mich entschieden, Decktan und Weiß zusammenzumischen. Decktan ist so eine gräuliche Farbe. Aber ich habe das dann mit Weiß so verdünnt, dass es so ein leichtes, ganz leichtes Grau-Weiß ergibt. Passt perfekt auf den Zähnen, sage ich euch. Und dann das Ganze mit einem kleinen Pinsel aufgetragen. Und wir sind schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich und wenn es euch gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und teilt das am besten noch mit euren Freunden. Also, bis nächstes Mal. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter.